Hallo. Ja, ich weiß auch nicht so ganz genau, wie ich mit dem heutigen Tag umgehen werde. Was so als erstes reinkommt, ist vielleicht einfach nur die Betonung darauf zu legen und meinen Geist darin zu bestärken und zu festigen, wofür natürlich, ob es jetzt der Neubeginn oder das neue Jahr steht, wir verwenden und lehren uns ja einen Kurs in Wundern, und ein Kurs in Wundern zu Beginn des neuen Jahres bedarf, ganz besonders vielleicht, wenn du meinst, dass du ein alter Hase wärst, doch eine Bekräftigung und Bestärkung hier nicht locker zu lassen in der Ausrichtung, dass mein Geist Ausrichtung bedarf, mein Geist bereit ist, Korrektur anzunehmen, mein Geist, ich bereit bin, meinen Geist zu ändern über alles, was ich sehe, über jeden Einzelnen, über jedes Bild, über die ganze Welt. Und so wie wir hier zu Beginn der Lektionen im Übungsbuch stehen, und ich weiß nicht, ob hier jeder, der hier reinkommt in diesen Saal oder teilnehmen möchte an Aleph Akademie, auch diese Ausrichtung als wichtig sieht oder als wichtig empfindet. Und natürlich ist es nicht meine Aufgabe, das zu beurteilen oder auf die Waagschale zu legen. Aber ich für meine Person oder wie ich es in meinem Geist empfinde und reinkriege, geht es, oder ist, vielleicht drücke ich es ganz allgemein mal aus, ist jede Geistesänderung, jede Geistesschulung, jede Erkenntnis der Bedeutungslosigkeit meiner Konzepte, des konzeptionellen Geistes, der Welt, die ich sehe, absolute Voraussetzung, um den wahren Kontakt, die wahre Kommunikation mit ihm, mit meinem ganzen Geist, mit dem Heiligen Geist überhaupt erkennen zu können. Wenn ich weiterhin allen Dingen die Bedeutung gebe, die sie für mich in den letzten 10.000 Jahren hatten, und ich will sie nicht anders sehen, dann werde ich genau diese Bedeutungen, auch diesen Kontakt mit Christus, mit ihm auferlegen und raufprojizieren und als solches in meiner Erfahrung begrenzen. Und wenn zu dir jemand kommt und sagt, ja, ich bin ja eh voll dabei und ich mache voll mit und ich bin so engagiert, aber ich spüre überhaupt nichts und ich hab keine Lichterfahrung in meinem Geist oder ich spüre keinen Frieden oder etwas, was sich ausdehnt, dann liegt es häufig genau an dem Punkt, ne, dass der Geist nicht zu Genüge bereit war, seine alten Bedeutungen von dieser Verbindung und diesem Kontakt zu befreien. Und aus diesem Grunde, nur um gleich hier voll einzusteigen, drehen sich diese ersten Lektionen ganz besonders, die ersten 30 Lektionen, wirklich um die Ausrichtung im Geist, um das Verständnis, dass alles, was ich sehe und wie ich mich selber sehe und wie ich mich einschätze und wie ich meine Nächsten und meine Brüder sehe oder sehen möchte, alles bedeutungslose Gedanken sind, die ersetzt werden wollen. Ja? Und sie werden ersetzt, wenn wir darum bitten. Und sie wurden bereits ersetzt, wenn wir bereits aktiv waren in dieser Geistesänderung. Und natürlich brauchen wir alle, jeder einzelne von uns, der hier in Raumzeit seinen Traum, sagen wir mal so, ausrichtet für das Erwachen des Geistes, bedarf Motivation, bedarf Hilfestellung von außerhalb von Raum und Zeit und bedarf Klarheit darüber, worum es sich überhaupt handelt, worum es hier überhaupt geht. Und wir haben eigentlich zum Abschluss des Jahres dieser Abschnitt, der ja ganz hinten ist, waren so
so trainiert oder so aufmerksam, okay, es gibt diese Einleitung für 10 Lektionen, ne, in diesem zweiten Teil, der begonnen hat mit der Lektion 221 und bis zum Jahresende ging. Und das war diese Einleitung, was ist die Vergebung oder was ist der Christus oder was bin ich? Und zu guter Letzt gab es diese letzten Lektionen. Und diese letzten Lektionen, wie wir wissen, war ja inhaltlich eine Lektion von 361 bis 365. Und die nicht bereits darauf vorbereitet waren und vielleicht noch gar nicht die Seite umgeschlagen haben, mussten zur Erkenntnis nehmen, dass dieses Übungsbuch noch nicht zu Ende war, sondern dass Jesus hier noch ein Nachwort uns mitgegeben hat, das als der Epilog des Übungsbuches bezeichnet wird. Na, und wer weiß, vielleicht hast du diesen Epilog mal ganz kurz am Silvesterabend nochmal durchgelesen. Meistens habe ich diesen Epilog zu Silvester gelehrt oder noch einmal, bevor du überhaupt die Lektionen am 1. Januar begonnen hast, dir nochmals angeschaut. Und ich habe ihn auch mal in den Sessions, glaube ich, in 1 oder 2 Paragraphen erwähnt. Aber ich möchte heute einen Teil dieses Epilogs aus dem Übungsbuch mit dir teilen und hernehmen, um hier bereits die Klarheit zu schaffen, was wir alle benötigen, um hier mit voller Kraft oder mit Volldampf, sagen wir dazu, mit dem neuen Jahr, mit der Geistesschulung beginnen bzw. fortsetzen. Ne? Und natürlich ist da ganz viel Licht in meinem Geist. Ne? Heute, jetzt auch, diese ersten Tage sowieso. Und ja, es gibt auch nicht wirklich etwas damit zu tun, außer wieder alles, was beobachtet wird, was gesehen wird, was gedacht wird, in die Lektion des Tages einzubauen und als solches sich einfach geistig vors Auge zu führen und zu üben. Und wenn ich all diese Erfahrungen und Beobachtungen, die ich heute, seit ich meine Äuglein öffnete, machte, hernehme und übe, dass diese Gedanken über, was jetzt zum Beispiel wäre, diese Gedanken über, wie kann ich einen Kurs in Wundern in dieser Aleph-Session lehren, dass diese Gedanken bedeutungslos sind. Und es wird hinzugefügt, es ist dasselbe, diese Gedanken sind dasselbe, sie sind nicht anders. Sie sind dasselbe, wie ich sie sehe in dieser Straße oder auf diesem Platz oder in dieser Welt, füge ich hinzu. Ja? Und aus diesem Grunde ist dieses Üben, was ein buchstäbliches Übergeben meines konzeptionellen Geistes, meines Konzeptes des Ichs und wie ich das wahrnehme in mir, dieses Übergeben an seinen Geist, an den Heiligen Geist, mit ganzem Herzen und ganzer Motivation für mich erlebe und lebe, so werde ich auch die Resultate in diesem Kontakt, in dieser Kommunikation mit ihm, mit dem Christus in mir reflektiert sehen und diese Stimme entsprechend sofortig erkennen und hören, wie sie mich anweist und führt. Und wenn ich hier jetzt einfach zurückgehe in diesen Epilog des Übungsbuches, da hören wir ja diese ganz bekannten Sätze, ganz besonders dieser erste Satz, der sehr gerne in unserem Lehrausdruck verwendet wird, dass dieser Kurs ein Beginn ist und kein Ende ist. Und das ist genau, was ich auch zu Beginn dieses Jahres benötige als eine
Motivation aus der Erkenntnis heraus, etwas ganz Einfaches und Praktisches. Und ich stelle dir diese Frage genauso, wie ich sie mir selber stelle. Was würde ich denn sonst machen? Was würdest du sonst machen, lieber Bruder, liebe Schwester, als aktiv zu sein in der Geistesschulung und die Lektionen anzuwenden? Ja? Was gibt es sonst noch Wichtiges zu tun, zu erledigen oder als Mensch und in einer Welt oder Teil der Welt zu erfahren, außer hier aktiv zu sein in der Umwandlung all unserer Gedanken darüber, über die Welt und so über uns. Und wenn ich mich selbst dies befrage und diese Frage in meinem Geist mir anschaue, ist die Antwort ganz klar. Da ist nichts Wichtigeres da. Weil alles andere habe ich bereits gemacht, kenne ich bereits zu trillionenfacher Ausgabe. Und das Einzige, was auch im Erwachen meines Geistes in einem Moment, in einem Augenblick außerhalb von Raum und Zeit mir gezeigt wurde, ist wirklich alles so zu denken und zu sehen, wie es wirklich ist. Und wenn ich es natürlich zuerst anblicke, muss ich es so sehen, wie ich allen Dingen die Bedeutung gegeben habe. Und auf das werden wir auch etwas eingehen, weil natürlich habe ich das ja ganz anders gehandhabt, als es im Kurs gelehrt wird. Ich habe es ja so gehandhabt, dass ich geglaubt habe, ich habe ja allen Dingen, die ich sehe, keine Bedeutung gegeben. Du hast ihnen Bedeutung gegeben, irgendjemand in der Welt hat ihnen Bedeutung gegeben, aber nicht ich. Du siehst schon, wenn wir uns an bestimmte solche Glaubenssätze, wie wir die Dinge gesehen haben in der Vergangenheit, uns erinnern und jetzt sehen, wie uns Jesus anbietet, wirklich in einen gegensätzlichen Alternativen, aber in einer Klarheit, in einer korrektiven Klarheit, dass es eben so ist, nein, ich habe allen Dingen, die ich sehe, alle Bedeutung gegeben, die sie für mich haben. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was ich mich über tausende Jahre gelehrt habe. Und aus dem Grunde ist es auch wichtig, mich zu erinnern, solange ich irgendetwas sehe, so drücke ich es immer aus, irgendetwas, was in der Wahrnehmungsebene etwas bedeutet oder etwas mit mir tut oder ich es fühle auf irgendeine Art und Weise, solange besteht eine Notwendigkeit, meinen Geist darüber zu ändern, darüber, was es für mich ist, was ich da sehe. Voll. Und das heißt, eine Geistesschulung, wie wir sie uns hier anbieten, ist nicht etwas, was nur unseren Umgang mit den Objekten unserer Gedanken verändert oder den Umgang verbessert. Es geht nicht wirklich darum, wie es viele Projekte und viele Praktiken anbieten, dass wir ein besserer Mensch werden, dass wir eine nettere oder liebenswürdigere Ausdrucksweise, ein angenehmeres Benehmen nehmen wir auch noch mit. Und natürlich glauben wir das alle, dass das gut wäre und dass es vielleicht notwendig wäre, damit ich mich dann nicht schuldig fühlen muss, wenn ich mich daneben benehme. Aber diese Übungen, die darauf abzielen, wie wir eigentlich unsere Kommunikation innerhalb der Welt, innerhalb des Selbstkonzeptes, innerhalb des Austausches, in der Trennung verbessern und selbst verbessern hin zu etwas, was wir als spirituell bezeichnen, wo es bereits zur Erkenntnis kommt von Vereinigung innerhalb der Gefühlswelt oder auch innerhalb der Denkweise. Und das wird sehr häufig auch zum Ausdruck gebracht in bestimmter
Gebetsform oder es wird auch als ein Gebetspraktikum oder eine Meditation beschrieben. Aber in Wirklichkeit ist es nicht eine Meditation. Es sind Praktiken, die uns beistehen oder die wir verwenden, um in der Kommunikation und jetzt auch nicht in der Kommunikation wirklich so wie die Kommunikation ohne Worte und in der Klarheit der Vereinigung des Geistes, wie sie Jesus im Kurs beschreibt, sondern Kommunikation, wie wir uns hier treffen als Mensch, wie wir uns hier miteinander beziehen, wie wir uns hier entweder fertig machen oder einander unterstützen und lieben. Ja? Und diese Ebene des Kontaktes, des Miteinander Kommunizierens verbessern versuchen. Was wir oft übersehen, ist, dass wir vollkommen auf der Zeitlinie uns bewegen und dass wir Resultate auf der Zeitlinie verfolgen. Und solange wir Resultate auf der Zeitlinie befolgen, werden wir auch diese Anteile unseres Erscheinungsbildes, ne, wie ich sie aufgezählt habe, vom Benehmen, von Ausdrucksweisen in der Veränderung wahrnehmen. Aber sie werden nicht erlösen. Ja? Sie werden nicht den Geist erwachen. Ja? Es sind nur Übungen, die wir verwenden, damit wir eigentlich aus diesem Schuldgefühl heraus, aus den Angriffsgedanken heraus eine Form, es handelt sich um Form, eine Form finden können, in der wir, sagen wir mal, vielleicht ganz normal miteinander reden können. Ohne Aufregung, ohne irgendetwas. Ne? Und das hat schon einen großen Wert, absolut. Ne? Aber ich möchte schon klarstellen, dass hier, was der Christusgeist selbst anbietet, ist ein Jenseitsgehen alles Formlernens oder innerhalb des Formlernens. Ne? Und wenn wir wirklich die Form so verfeinern, dass wir das Licht zur Verfügung machen und das Licht zu spüren bekommen und das Licht als den einen Gedanken Gottes erfahren und erkennen, dann wissen wir auch, was der unausweichliche Ausgang dessen ist, nämlich, dass wir vollkommen still werden, dass wir einfach nur in Stille, in diesem Frieden, in dieser Liebe, in diesem Licht, diese Verbindung zelebrieren und uns darin erkennen. Ja. Und so ist es halt, solange es irgendeine Ausdrucksweise nach wie vor gibt oder ich mich motiviert fühle, mich auszudrücken oder ich etwas suche und zunutze mache oder mich als Lehrer von Formen selbst mich so lehre, muss ich mich oder soll ich mich, darf ich mich auch erinnern, dass es da noch eine vollkommen andere Ebene gibt, die mich tatsächlich in die Singularität versetzt, in der eine vollkommene Klarheit da ist, dass es überhaupt keine Welt gibt. Und wenn es keine Welt gibt, gibt es auch keine Ausdrucksweise einer Person. Dann gibt es auch keine Welt, mit der ich das teilen würde. Und dann geben wir eigentlich ein Ja dazu, eine Erlaubnis dazu. Meine ganze Lehre und mein Verständnis der Lehre von Jesus Christus mit einem Kurs in Wundern dreht sich alles um Akzeptanz und Erlaubnis. Erlaubnis geben. Ich akzeptiere, was angeboten wird. Ich akzeptiere, wie ich instruiert wäre, wie ich geleitet werde. Und in dieser Akzeptanz gebe ich Erlaubnis, dass etwas aus mir sich ausdehnt, wovon ich nicht nur nicht sprechen kann, sondern das mich tatsächlich jeden Moment überrascht. Und das ist wirklich die Einladung, die wir uns einander geben. Hier oder in irgendeinem Rahmen. Ja? Bist du bereit, dich überraschen zu lassen? Ne? Bist du bereit, einfach alles so frisch sein zu lassen, dass du keinen Bezug, keine Referenz zu irgendetwas aus der Vergangenheit herstellen kannst.
und auch nicht einen Bezug. Ich mache diese Übung so und so, weil ich ja in der Vergangenheit die und jene schlechte Erfahrung gemacht habe, ne? Oder diesen Schmerz und dieses Leiden durchgegangen bin, sondern wirklich so überraschend und so frisch, dass daraus nichts anderes kommen kann als die Klarheit darüber, dass mein Kontakt mit ihm, mit Christus, einfach gar nichts anderes als den Himmel mir zeigen kann. Und so dies auszudrücken, dass dies ein Beginn ist, ein ständiger Neubeginn ist, dass dies niemals ein Ende hat, solange Wahrnehmung da ist. Wenn Wahrnehmung vorüber ist, dann wird auch dieser Kurs vorüber sein, dann wird es auch diesen Kurs nicht mehr benötigen. Und natürlich diesen Kurs zu vergessen, so wie es zum Ausdruck kommt in der Lektion 189, ist genauso dieselbe Einstellung, mir zu sagen, ich bin bereit, mich überraschen zu lassen, wie ich mich in diesem Moment im Licht befinde und nur im Licht und weder eine Wahrnehmung von Körperlichkeit oder von Form überhaupt mehr notwendig ist. Weil all das beruht auf unserer Wahl. Und es ist eine Wahl, diesen Kurs einen Beginn sein zu lassen und nicht ein Ende. Ja, jetzt habe ich sie nicht durchgemacht. Ja, so ist es ja, in der Einleitung steht es so. Dieser Kurs, du wirst gebeten für 1 Jahr Geistesschulung. Ja, und mehr nicht. Ne? Aber wenn du dich hier befindest und du siehst, dass du nach wie vor Dingen Bedeutung gibst und dich selbst wahrnimmst in Bedeutungen, wie du meinst, die andere dir gegeben haben, aber in Wirklichkeit du nur deine eigenen Bedeutungen zurückreflektiert siehst. Vielleicht fühlst du dich dann doch etwas mehr bestärkt, hier mit Volldampf einzusteigen, wieder in dieses neue Jahr mit was immer die Lektion des Tages dir anbietet. Und wenn du das bislang nicht gemacht hast und du kannst es heute zum ersten Mal hören, am 4. Januar, dann beginn heute mit der Lektion 1. Ja. Es ist eine persönliche Geistesschulung und es spielt absolut keine Rolle, in welcher Lektion wir uns befinden. Aber das ist die eine Lektion, die alles verändert, die alles umwandelt. Und das ist die eine Lektion, die mir gegeben wurde. Und das ist die eine Lektion, die mir zeigt, dass das Portal in den Himmel offen ist. Und dass ich tatsächlich in dieser neuen Sichtweise, in diesem Annehmen, Erlauben der Korrektur, wie sie sich mir zeigt, auch es keine Hindernisse gibt, heute, hier und jetzt in den Himmel einzutreten. Ja, aber ich habe ja bin ja gerade erst bei Lektion 4. Was ist denn jetzt mit den anderen 361 Lektionen? Mach dir darüber keine Sorgen. Lass morgen sich um morgen kümmern. Okay. Wir kennen also die im 12-Schritte-Programm auch unterwegs waren oder nach wie vor sind. Das sind so Grundsätze, die Jesus uns absolut mit diesem Kurs mitgibt. Und so fühl dich frei zu üben und was immer für Praktiken heranzuziehen, die du entweder als Gebet oder Meditation bezeichnen magst. Aber prüfe sie, ob sie dich hier lassen oder ob sie deinen Geist so verändern, dass sie dich nach Hause bewegen, nach Hause geleiten. Und wenn du zu Hause bist, dann erinnere dich, du hast absolut keine Notwendigkeit, hier mehr zurückzukehren. Und da mache ich jetzt eine Pause, ja, weil das wichtig ist. Du hast keine Notwendigkeit, in Eintreten in den Himmel dann zu sagen, ja, aber es irgendetwas braucht, es gibt ja noch, die Lektion 5 wartet ja schon auf mich. Ne? Ich rege mich nie aus dem Grund auf, wenn ich meine, diese Gedanken über die Lektion 5 sind bedeutungslos, ist mehr als ausreichend. Okay. Und das ist wirklich
worum es hier geht und warum dieser Kurs so extraordinary, so unglaublich und außergewöhnlich in meinem Geist auch erscheint, ne? Weil er mir absolut diese Gewissheit und all dies anbietet, dass es nicht notwendig ist, in eine Raumzeitsequenz zurückzukehren, um irgendetwas zu vollenden, sondern ich brauche mich nur erinnern, dass in ihm bereits alles vollbracht und alles vollendet ist. Und damit kann ich diesen Kurs heute einen Anfang sein lassen. Und mit dem Anfang ist das Ende bereits, es hat sich bereits um sich selbst gesorgt. Und so spricht Jesus in diesem Epilog am Ende dieses Einjahres Geistesschulung, und er drückt es aus als dein Freund, mein Freund. Und natürlich meint er hier nicht wieder irgendein Freund mit einer Bedeutung aus der Vergangenheit, sondern der Freund, der mich wirklich kennt. Der Freund, der ich selber bin. Und aus diesem Grunde wird es groß geschrieben, weil damit ja Jesus selbst gemeint ist. Ne? Dein Freund geht mit dir und du bist nicht allein. Niemand, der ihn anruft, kann vergeblich rufen. Ja, und was ist der Ruf? Ist in erster Linie ganz besonders, wenn man zu Beginn vielleicht erkennt, okay, ich habe wirklich eine Notwendigkeit für eine Geistesschulung. Hier komme ich rein, es wird mir Lektionen von einem Kurs in Wundern angeboten. Okay, ich habe um Hilfe gebeten. Es ist ein Hilferuf und ich erkenne an, ich akzeptiere, dass dieses Angebot die Antwort auf meinen Hilferuf ist. Wie wäre es damit? So, niemand kann vergeblich rufen. Was immer dich plagt, du kannst sicher sein, dass er die Antwort hat und sie dir freudig geben wird. Und er gibt sie uns mit der Lektion des Tages, mit jedem Wort, mit jeder Verbindung, die uns hinweist darauf, wer wir wirklich sind. Und wer wir wirklich sind, hat nichts damit zu tun, wie weit wir unser Bewusstsein verändert haben und verbessert haben. Es hat nur damit zu tun, was die Wahrheit selbst ist. Wenn du dich einfach an ihn wendest und sie von ihm erbittest, das ist alles, was notwendig ist. Und so bekommen wir genau dies zu hören, was notwendig ist für den heutigen Tag. Und das begleitet in der Anweisung, wie wir es mit der Lektion des Tages mit uns mitnehmen sollen und dürfen. Das Ziel dieses Kurses, wie es heute in dieser Lektion dargestellt und gelehrt wird, ist, das Bedeutungslose vom Bedeutungsvollen zu trennen. Darum geht es. Das ist das Ziel des Lernens und das Ziel dieser Geistesschulung. Das Bedeutungslose vom Bedeutungsvollen zu trennen. Und so haben wir Episoden durchgemacht, in denen eben tausende Jahre gut und das Gute braucht das Böse und das Böse braucht das Gute und somit war Gott und der Teufel beide gleich wirklich. Und wir haben es auch mitgenommen dann und gedacht, okay, jetzt mache ich einen wirklichen Schritt, weil jetzt habe ich eine Erfahrung des Universums und Gottes und jetzt weiß ich, es gibt nur Gott und das wurde dann noch immer limitiert und wieder falsch interpretiert. Oh, Gott hat alles gemacht und Gott hat auch die bedeutungslosen Gedanken und eine bedeutungslose Welt gemacht. Ja? Und dann haben wir uns abgewendet von Gott und haben uns nur dem Ego zugewandt und haben gesagt, okay, und nur alles, was Wahrnehmung ist und was ich da sehe in der Welt und die ganze objektive Wahrnehmung ist meine einzige Wirklichkeit und ist das einzig Bedeutungsvolle. Und somit war alles, was illusionär war, bedeutungsvoll. Ja. Ja, was ist denn jetzt wirklich bedeutungsvoll und was ist denn wirklich bedeutungslos? Höre hin, lieber Bruder, liebe Schwester. Der konzeptionelle Geist kann überhaupt nicht erkennen und verstehen,
was bedeutungslos, was der Unterschied zwischen bedeutungsvoll und bedeutungslos ist. Weil erst der Geist, der in der Singularität der Selbsterkenntnis, der Erkenntnis Gottes sich erinnert, wer er ist, weiß, was einzig bedeutungsvoll ist. Und damit erkennt es in all seinen Trauminhalten genauso das Bedeutungsvolle, aber in der Limitiertheit des Gedankens und der Bedeutung, wie es verwendet wurde, um es anzuwenden, wird erkannt als vollkommen bedeutungslos. Alles, was ein Resultat aufweist auf der Zeitlinie und was dich auf der Zeitlinie belässt und dir zeigt davon, okay, diese Idee und die bietet dir etwas Spezielles, etwas Besonderes, einen speziellen Wert, das alles gehört zur Bedeutungslosigkeit. Das Bedeutungsvolle, was einzig bedeutungsvoll ist, was Gott ist, ja, hat keinen Anfang und kein Ende, hat keine Ursache und keine Wirkung als solche, weil Ursache und Wirkung als nicht getrennt erkannt wird. Alles, was bedeutungsvoll ist, wird erkannt im Geist als etwas, was nicht vergleichbar ist. Berührt uns in der Tiefe unseres Herzens sofortig. Ja? Alles andere ist bedeutungslos. Und wenn es noch so schön aussieht, wenn es noch so erfreulich ist, wenn es noch so liebevoll sich ausdrückt, wenn es sich noch so spirituell kommuniziert, es ist bedeutungslos, weil es vergänglich ist, weil es Veränderung unterliegt. Punkt und Amen, nicht wahr? Punkt. So das Bedeutungslose vom Bedeutungsvollen zu trennen. Und somit ist es ein erster Versuch, sagt er, im langfristigen Lernziel das Bedeutungslose als außerhalb von dir und das Bedeutungsvolle innen zu sehen. Ja, damit du zumindest sagen kannst, okay, was außerhalb von mir ist, hat ja nicht wirklich mit mir etwas zu tun. Also, es ist eine Wahrnehmungsprojektion, ich tue mir jetzt einfacher. Alles, was ich außerhalb von mir wahrnehme, bin ich auch bereit, dann loszulassen, umwandeln zu lassen. So schön. Vielen Dank. Hammer Session. Wunderbar, danke. Der heutige Leitgedanke kann nutzbringend auf alles angewendet werden, was dich aufzuregen scheint und kann mit Vorteil den ganzen Tag über zu diesem Zweck verwendet werden. Allerdings sollte wie zuvor den 3 oder 4 erforderlichen Übungszeiten wiederum etwa 1 Minute der Geisteserforschung vorausgehen und dann der Leitgedanke auf jeden Gedanken angewendet werden, der bei der Suche aufgedeckt wird und Aufregung erzeugt. Und wenn du dich bei einigen Gedanken, die dich aufregen, mehr als bei anderen sträubst, den Leitgedanken auf sie anzuwenden, dann denk wieder an die beiden Ermahnungen aus der vorherigen Lektion. Es gibt keine kleinen Aufregungen. Sie alle stören den Frieden meines Geistes gleichermaßen. Und ich kann nicht an dieser Form der Aufregung festhalten und die anderen fallen lassen. Zum Zweck dieser Übungen will ich sie deshalb alle als gleich ansehen. Ich rege mich auf, weil ich etwas sehe, was nicht da ist. Und ich rege mich immer aus dem Grund auf, den ich nicht meine. Deswegen, ich rege mich nie aus dem Grund auf, den ich meine. So, ich wünsche dir hier viel Glück mit deinen Übungen. Dieser Kurs in Wundern ist wirklich ein Kurs, der dir das Wunder anbietet. Und er ist im Kreuthoff Verlag erschienen und hier gehen wir und genießen für einen Moment noch diese letzten Töne, weil wir hier wirklich aufgehoben werden. So, alles Liebe. Ich liebe dich aus ganzem Herzen. Vergebung in dem Sinne ist deine Bereitwilligkeit, dich darin zu vereinen und eine neue Erfahrung haben zu wollen. Deine Bereitwilligkeit,
durch die illusionäre Natur deines Geistes hindurchzublicken. Deine Bereitwilligkeit zu sehen, dass nichts tatsächlich hier ist, dass nichts dir getan wird, nichts dir weggenommen werden kann, nichts hier passiert. Deine Bereitwilligkeit, die Wahrheit zu akzeptieren, denn das ist, was die Wahrheit ist. Also mein Freund, hier passiert überhaupt nichts. Ne? Du träumst, du bist in deinem eigenen Traum und jetzt wachst du auf. Ne? Und wenn du jetzt mit mir aufwachst, siehst du sofort, dass das ein Traum war und dass keine Wirklichkeit aufweist. Ja? Und dann werden sie verstanden. Hier denkt man, dass Verständnis durch Angriff erworben werde. Ja? Dort ist es klar, also dort in der wirklichen Welt, dass durch Angriff das Verständnis nur verloren geht. Die Torheit der Schuld als Ziel nachzugehen ist voll und ganz begriffen. Und Götzen sind dort nicht erwünscht, denn Schuld wird als die einzige Ursache von Schmerz in jeder Form verstanden. Niemand lockt ihr schaler Reiz, denn Leiden und der Tod wurden als Dinge wahrgenommen, die nicht erwünscht sind und nach denen nicht gestrebt wird. Die Möglichkeit der Freiheit ist erfasst und willkommen geheißen, und die Mittel, durch welche sie gewonnen werden kann, sind jetzt verstanden. Jetzt sind sie verstanden. Du kannst jetzt diese Erfahrung machen, du kannst jetzt deinen Geist verändern, nur jetzt. Bist du bereit dazu? Danke, Vater, danke. Die Welt wird nun zu einem Ort der Hoffnung, weil ihr Zweck allein darin besteht, ein Ort zu sein, an dem sich Hoffnung auf das Glück erfüllen kann. Und niemand steht außerhalb dieser Hoffnung, weil die Welt vereinigt ist im Glauben, der Zweck der Welt sei einer, den alle miteinander teilen müssen, wenn die Hoffnung mehr sein soll als bloß ein Traum. Kannst du das hören? Siehst du, es geht um diese Vereinigung, um diese Verbindung in deinem Geist, nicht um etwas auszuschließen und nicht haben zu wollen und sich wehren und sich zu beschützen und zu verteidigen, sondern zu sehen, dass in der Hoffnung auf das Glück erfüllen kann und dass niemand außerhalb dieser Hoffnung steht, weil die Welt vereinigt ist. Du nimmst die Idee der Welt buchstäblich her, um deine Erfahrung der Erlösung zu haben. Um dein Glück, das du hast, in deiner Verbindung mit Gott zu erfahren. Nicht, dass dieses Glück in der Welt wäre, sondern es ist nur ein Mittel zum Zweck. Das ist alles. Hi, welcome. Willkommen. Noch ist der Himmel nicht völlig in Erinnerung getreten, denn der Vergebung Zweck besteht noch weiterhin. Doch jeder ist sich sicher, dass er über die Vergebung hinaus gelangen wird, und er bleibt nur noch, bis sie in ihm vollkommen gemacht ist. Die Vergebung ist auch nur eine Idee in deinem Traum. Die Vergebung gibt dir hier eine neue Erfahrung, bestenfalls eben einer vergebenen Welt. Aber das, wer du tatsächlich bist, wie du erschaffen wurdest von Gott, dein Zurückkehren in das Herz Gottes, das ist der letzte Schritt, wird von Gott selbst gemacht, bis sie in ihm vollkommen gemacht ist. Du kannst nur alles dafür geben und bereitwillig sein, wie ich dir vorhin es angeboten habe und dich gebeten habe, zu übersehen, was nicht da ist, zu vergeben, was niemand je getan hat, okay? Zuzulassen, dass dein Wille, glücklich zu sein, auch geschehe, dass du nicht länger nach Dingen suchst, die du nicht willst, zuzulassen, dass du frei von allen Träumen über das bist, was du niemals warst, und dass du nicht mehr suchst, nicht mehr suchen willst, Gottes Willen durch die Stärke deiner eitlen Wünsche zu ersetzen. Doch, okay, noch ist der Himmel nicht völlig in Erinnerung getreten, denn der Vergebung Zweck besteht noch weiterhin. Doch jeder ist sich sicher, dass er über die Vergebung hinausgelangen wird, und er bleibt nur noch,
bis sie in ihm vollkommen gemacht ist. Er wünscht sich nichts als dies. Das muss dein einziger Wunsch sein. Willst du von hier raus? Willst du aus deinem Traum raus, aus deinem Traum der Trennung, aus deinem Traum, dass dir hier Energie weggenommen wird, dass die Geister dir etwas tun? Willst du raus aus deinem Traum der Angst? Willst du raus aus dieser Welt, in der Verlust, Angst, Altwerden, Krankheit Wirklichkeit hat, wo Tod für dich unausweichlich ist? Willst du da raus? Willst du aus deinem eigenen Selbstkonzept raus? Du musst das wirklich wollen, verstehst du? Du musst das über alles wollen, nichts als das. Und die Angst ist weggefallen, weil er in seinem Zweck mit sich selbst vereint ist. In ihm ist eine derart sichere und stete Hoffnung auf das Glück, dass er kaum bleiben und ein wenig länger warten kann, während seine Füße die Erde noch berühren. Indessen ist er froh zu warten, bis alle Hände sich verbunden haben und jedes Herz bereit gemacht ist, sich zu erheben und mit ihm zu gehen. Denn so wird er bereit gemacht für jeden Schritt, in dem Vergebung ganz zurückgelassen wird. Und hier hast du es. Der letzte Schritt ist Gottes, weil nur Gott einen vollkommenen Sohn erschaffen und seine Vaterschaft mit diesem teilen konnte. Niemand außerhalb des Himmels weiß, was dies sein kann, denn dies Verstehen ist der Himmel selbst. Sogar die wirkliche Welt hat einen Zweck noch immer unterhalb der Schöpfung und der Ewigkeit. Doch weil ihr Zweck Vergebung und nicht Götzendienst ist die Angst vergangen. Die Angst vergeht, wenn du bereit bist, dir selbst zu vergeben. Das ist alles. Ja. Wenn du daran arbeiten möchtest, willkommen. Ja. Kurs in Wundern, eine Bruderschaft, 12-Stufen-Programm, ist alles für dich da. Kommunikation mit dem erwachten Geist, Kommunikation mit dem Master Teacher von Kurs in Wundern, direkte Kommunikation mit dem Christusgeist in deinem eigenen Geist. Neuerfahrung deines unvermeidlichen Erinnerns, deines persönlichen Kontaktes mit Gott, wie du erschaffen wurdest, wer du tatsächlich bist. So wird der Sohn des Himmels darauf vorbereitet, er selbst zu sein, durch die Vergebung, und sich daran zu erinnern, Gottes Sohn erkennt alles, was sein Vater versteht, und versteht es vollkommen mit ihm. Das kann die wirkliche Welt noch nicht erreichen, denn das ist Gottes eigener Zweck. Nur das Seine, und doch mit allem vollständig geteilt und vollkommen erfüllt. Die wirkliche Welt ist ein Zustand, in dem der Geist gelernt hat, wie leicht Götzen vergehen, wenn sie noch wahrgenommen werden, aber nicht mehr gewünscht. Okay, sie vergehen, wenn sie noch wahrgenommen werden, aber nicht mehr gewünscht. Ja, du wünschst sie nicht mehr, du willst sie nicht mehr. Wie willig der Geist sie gehen lassen kann, wenn er verstanden hat, dass Götzen nichts sind, nichts, nirgendwo und ohne Zweck. Verstehst du das, Kairo? Die Geister, die du siehst, wo du von denen glaubst, dass sie dir Energie wegnehmen, sie sind nichts. Sie sind nirgendwo und ohne Zweck. Der Teil in deinem Geist, in dem du sie platziert hast und siehst, ist nirgendwo. Dein Geist ist überall, wenn du mit Gott denkst, wenn du dich Gott zuwendest, wenn du mit Gottes Geist anfängst zu sehen und zu denken. Aber Götzen, und das sind deine Geister letztendlich, sind nichts, sind nirgendwo und ohne Zweck. Denn dann können Schuld und Sünde als ohne Zweck und als bedeutungslos gesehen werden. Ja, das ist wunderbar. Ne? So wird der Zweck der wirklichen Welt sanft bewusst gemacht, um das Ziel der Schuld und Sünde abzulösen. Und alles, das, was zwischen deinem Bild von dir und dem stand, was du bist, spült die Vergebung freudig weg. Ja? Macht dich das glücklich, dass du das überhaupt hörst? Das ist die Vergebung, die alles wegspült. Alles einfach weg. Du einfach in Frieden einfach alles bist, einfach nach Hause gehst, nicht mehr hier sein musst, nicht mehr weiterhin hier leiden musst,
in Schmerz sein musst, das ist alles, was die Vergebung dir anbietet. Eins sein mit deinem Schöpfer, eins sein mit dir selbst letztendlich. Wow, das ist es für heute. Ne? Danke, das war die aus dem Abschnitt 5 von Neubeginn Kapitel, von Kapitel 30, der einzige Zweck. Ne? Du erkennst für dich an, dass deine guten Gedanken dieselben sind wie deine schlechten Gedanken oder deine sündhaften Gedanken, wie du sie noch vor einem Moment lang bezeichnet hast. Die Gedanken, die einfach mit Schuld behaftet waren, die Gedanken, die Angst in dir ausgelöst haben, die Gedanken, die du angegriffen hast oder auch die Gedanken, die du verteidigen wolltest als etwas Wertvolles, als etwas, was du dachtest, dass du beschützen und bewahren möchtest für dich in der Welt, sodass du sie später verwenden könntest. Und wozu wolltest du sie später verwenden, außer dass du eine Idee hattest, dass du etwas zu der Wahrheit beitragen könntest, will ich mal sagen. Ne? Jeder erwachte Geist lacht sofort mit mir, weil diese Idee des etwas Beitragens zur Wahrheit ja etwas so vollkommen Lächerliches ist. Aber wenn du genau hinblickst, absolut im Geist, in deinem Geist hinter oder sagen wir mal so vorgeschoben von der Wahrheit, wie du mit Gott denkst, sehr machtvoll ist. Ja. Die Idee, dass du jemand wärst und etwas wissen würdest oder die Wahrheit verstehen könntest und die Wahrheit erklären könntest, die Wahrheit sprechen könntest, die Wahrheit zum Ausdruck bringen könntest in deinem menschlichen Zustand. Und ganz bewusst habe ich den Ausdruck Denken hier nicht verwendet, weil das Einzige, was wir können, das Einzige, das ich kann, ist die Wahrheit denken. Und die Wahrheit denken ist eine wirkliche Erfahrung. Die Wahrheit denken ist nicht dasselbe wie die Wahrheit in eine bestimmte Ausdrucksform hineinzugestalten, möchte ich mal sagen. Ja, wir verwenden im Kurs sehr häufig, und das ist auch der Beginn dieser Lektionen, wo Jesus uns zeigt, die Idee der Projektion, diese holographischen Projektionen deiner selbst, deines Geistes. Und dass alles ein Lichtgedanke war und dass du bloß für einen Moment lang wirklich ängstlich warst, dieses Licht als Ganzes für dich anzunehmen. Und das hat dich hier zurückgebracht. Ja? Das war dieser Moment des Schocks, kannst du sagen, zu erkennen, dass deine Welt sich in deinem Geist buchstäblich als du selbst auflöst. Auflöst als alles, was es ist. Das heißt, jenseits zu gehen von Raum und Zeit, in die Zeitlosigkeit selbst, jenseits dieser Welt, jenseits der Wahrnehmung, zu sehen, du bist alles, was es ist. Und die Wahl, einen Gedanken der Angst zu denken, hat dich eigentlich hier zurückgebracht, hat dich zurückgebracht in die Idee, dass du jetzt Heilung oder ein Geistestraining überhaupt notwendig hast. Aber hast du ein Geistestraining notwendig? Absolut. Weil wenn du mit mir dahin blickst, dass ja die Versuchung, andere Hilfsmittel herzunehmen, um wieder zu diesem Punkt, bevor Zeit begonnen hat, zu gelangen, ja, zu Gott, nach dein Zuhause zu gelangen, was du da alles versucht hast. Und wir treffen uns jetzt in diesem neuen Kontinuum tatsächlich in einer neuen Akzeptanz der Einfachheit der Wahrheit selbst. Und ebenso der Simplizität, der Einfachheit dieser Botschaft und dieses Angebots des Geisteswandels. Weil dieser Kurs in Wundern, und ich sage dir, das ist für mich persönlich wirklich
der einzige Unterschied, den ich feststellen kann zu irgendwelchen Angeboten in meinem Geist, Gott zu berühren oder Gott zu denken, zu erfahren. Weil natürlich kann ich jedes Mittel hernehmen, um Gott zu erfahren. Ich kann mir jetzt ein Bild ansehen oder einer Musik zuhören oder zu tanzen oder mich in irgendeiner Form bewegen, in Gedanken bewegen. Und wenn mein Gedanke stark genug ist, dass ich die Präsenz, die Gegenwart, die Liebe Gottes erfahren möchte, wird alles, was darüber gelagert wurde, sofort verschwinden. Und diese Präsenz erkennbar und spürbar machen, wie sie immer da ist. Weil das ist nicht etwas, was auswechselbar ist. Du kannst zwar alles in deinem Geist auswechseln, aber du kannst nicht Gott auswechseln. Okay? Du kannst nicht die Liebe, die dein Vater für dich hat, auswechseln mit irgendeiner Illusion. Sie ist da, sie ist immer da. Er liebt dich immer. Er liebt dich für ewig. Ja? Zu denken, dass irgendetwas anderes ablaufen könnte, wie ich gesagt habe, ein Gedanke der Angst, ist eine vollkommene Unmöglichkeit. Aber dass der Sohn Gottes gedacht hat oder glaubt, noch immer zu denken, dass er das könnte, bedarf dieses Geistestraining. Und der einzige Unterschied, den ich sehe, was immer für Mittel verwendet wurden oder auch werden können, liegt darin, dass der Kurs uns wirklich sagt, du brauchst nichts zu tun. Kannst du das sehen? Du brauchst wirklich nichts zu tun. Du brauchst nicht deinen Körper verbessern. Du brauchst nicht deinen Körperzustand verbessern. Du brauchst nicht singen, du brauchst nicht Mantras, du brauchst nicht mal in Gebetszeremonien einzutreten. Du brauchst keine Diät. Du brauchst absolut nichts für die Wahrheit. Es ist genau so, dass du alles, was du da aufgestellt hast, um zu etwas zu machen, damit du als Mittel, damit du die Wahrheit für dich begründen könntest, loslässt, bereitwillig bist, dass sie aufgehoben wird, dass dir eigentlich dann zeigt, dass es wahr ist, dass da nichts da ist, was du machen müsstest noch. I need do nothing. Ich brauche nichts zu tun. Ja, ist eine so unglaubliche Aussage aus dem Geist von Jesus Christus, aus diesem Kurs in Wundern, von der Stimme für Gott, von außerhalb der Zeit, dass du eigentlich wirklich nur mit dieser einen Aussage und der Akzeptanz dieser einen Aussage nur noch jubeln kannst, in Freude und Glückseligkeit, dass du das jetzt für dich akzeptierst, und damit kannst du kannst den Unsinn weitermachen, okay, weil da ist wirklich niemand da. Da ist niemand da, der dich blockieren könnte oder möchte, der dich von etwas anderem überzeugen könnte oder möchte oder sollte. Da ist niemand da, der dich angreift im ganzen Universum, wie du in den illusionären Ideen deiner Selbstfindung, deiner Gottsuche vorgehen möchtest. Ne? Alles Yoga und jede Form von Yoga, diese unzähligen Formen von Yoga, von all deine Atemübungen, ich habe alles gemacht in der Vergangenheit und ich sehe um mich herum Brüder noch immer, dass sie dem Wert geben und das machen. Das kannst du alles weitermachen, wenn du willst. Du musst nur mit mir ein Eingeständnis haben. Und das ist, was wir in diesen ersten Lektionen nicht nur üben, sondern anerkennen müssen, akzeptieren sollen. Das ist alles bedeutungslos. Es ist alles vollkommen bedeutungslos. Okay, diese Gedanken bedeuten nichts. Aller Versuch, irgendwas zu machen, um irgendwo hinzugelangen, um ein Ziel zu erreichen, das Erwachen, Freisein, den Frieden Gottes im Geist, im menschlichen Zustand widerspiegeln könnte, ist bedeutungslos. Der Grund,
warum es bedeutungslos ist, ganz einfach, weil du bedeutungslos bist. Weil du in deinem Zustand, in deiner Selbstdefinition als Mensch, in deiner Selbstdefinition als Raumzeitwandler, würde ich mal sagen, vollkommen bedeutungslos bist. Du als Denker des Traumes, eines Traumes getrennt von Gott, bist bedeutungslos. Und aus dem Grund sind alle deine Gedanken bedeutungslos. Und alles, was du tust aus diesen Gedanken, ist ebenso bedeutungslos. Und wenn wir diese Übereinstimmung haben, wie viel Zeit habe ich jetzt gebraucht, seit wir begonnen haben, lass mich mal sehen, 13 Minuten, 40 Sekunden, können wir absolut sofortig nach Hause gehen. Okay? Da ist alles vorüber. Wenn du das für dich akzeptierst, dass du als Denker und all dein Gedankengut bedeutungslos ist, dann bist du tatsächlich jetzt frei. Dann kannst du jetzt feiern. Dann können wir jetzt unser Nachhausegehen feiern und damit sehen, wie großartig dieses Geistestraining funktioniert hat und jetzt noch immer funktioniert. Wir hatten Erfolg, okay? Du hattest Erfolg und du erinnerst dich jetzt an diesen Erfolg. Und der Erfolg war eine vollkommene Aufhebung des konzeptuellen menschlichen Geistes. Deine vollkommene Akzeptanz anzuerkennen, wer du wirklich bist, dass du tatsächlich bist, wie Gott dich schuf und nicht das, was du dachtest, wer du bist und was du dachtest, wie du da hinkommen könntest und was du alles zu tun hättest, um dorthin zu gelangen. Okay, ich kann nicht anders als Michael Jackson jetzt dazu spielen und mal sehen, etwas, was ein bisschen langsam beginnt und dann doch etwas ein bisschen schneller wird. Nehmen wir einen alten Hit von ihm, Never Can Say Goodbye. Ja, danke. Und es ist dann vollkommen egal, in welcher Sprache wir hier uns unterhalten in diesen ersten Lektionen, weil die Sprache, die wir wirklich verstehen und miteinander teilen, universell ist. Ne? Und sie geht jenseits der Worte. Und es ist nicht wirklich, was wir hier mit unseren Worten verstehst du, wenn ich hier spreche, ich weiß eigentlich überhaupt nicht, wovon ich spreche. Das ist, ich höre mir nur selber zu und lasse das sofort los und übergebe es ihm und lasse es mir zeigen in meinem Geist, bereits übersetzt als Licht. Ne? Und zu sagen, okay, ich spreche Deutsch oder Englisch oder Spanisch, das ist vollkommen belanglos. Ne? Es ist wirklich weißt du, dass Brüder zu mir kommen und mir sagen, wenn sie die angeblich nicht Deutsch sprechen, wenn sie mir zuhören in diesen Klassen oder auf der Endeavor-Page, dass sie mich wunderbar und perfekt verstehen und das genauso, wenn ich die Spanischklasse mache. Und das ist unser Alignment, unsere Ausrichtung im Geist Christi, in der universellen Frequenz, ja, in dieser ich will es gar nicht in Worte wirklich da jetzt einhängen, du weißt ganz genau, wovon ich spreche. Ne? Es ist wirklich einen Geist zu denken, ne? Im Gedanken Gottes selbst. Und ich liebe es, dass wir hier mit unseren ersten Lektionen, auf Spanisch heißen die ersten 50 Lektionen el amor de Dios me sustenta. Ne? Ich werde von der Liebe Gottes erhalten. I'm sustained by the love of God. Und wir haben begonnen mit den ersten Lektionen. Ich hoffe, dass du hier mit uns bist und auch am 1. Januar die Lektion 1 begonnen hast. Und heute scheint es so, als ob der 4. wäre. Aber ich will das wirklich als eine Sequenz hernehmen. Dirwan hat auch einmal empfohlen, dass wir für einen Tag 5 Lektionen wiederholen sollten oder applizieren sollten. Und es ist alles so einfach und so wunderbar ausgelegt, dass es in deinem Geist in deinem, sage ich mal, fortgeschrittenen Geist, diese Stimme Gottes für dich zu hören und als übersetzt zu hören, auch
so zu verwenden. Und trotzdem natürlich ist der Fokus auf eine Lektion pro Tag gelegt. Ne? Die heute Lektion 4, diese Gedanken bedeuten nichts, liegt. Und was ich liebe an dieser Lektion heute ist, dass es ganz klar aufzeigt, egal ob du etwas gut oder schlecht benennst, ja, wende dein gesamtes Gedankengut an, mach keine Ausschließlichkeit mehr in deinem Urteil über dich selbst, in deiner Idee, dass etwas mehr die Heiligkeit ausdrücken würde als etwas anderes, oder in deiner Idee, dass etwas sündhafter wäre als ein anderer Gedanke, sondern wirklich ein Gedanke ist wie der andere, und alle Gedanken, wie ich bereits sagte, sind vollkommen bedeutungslos. Und wenn alle Gedanken, die ich als menschlicher Geist denke, was ja eigentlich unmöglich ist. Ein menschlicher Geist denkt ja nicht, aber zu dieser Lektion kommen wir noch. Jetzt, ja. Kannst du sofort mit mir zusammen denken und sehen, dass da überhaupt kein Schuldgefühl mehr da ist. Absolut kein Schuldgefühl mehr notwendig ist, egal was du denkst. Weil deine Akzeptanz, dein Annehmen, dass alle Gedanken in Raumzeit bedeutungslos sind, dich vollkommen im selben Moment jetzt befreien. Sie befreien dich von all deinen Vorstellungen von Auswirkungen, Resultaten, ja, der Kreuzigung selbst, ne, wie du dich selbst bestraft hast als Sünder und dich am Scheiterhaufen gestellt hast oder den Kopf abhacken ließest. Ne? Und ich liebe es wirklich zu sehen, wie einfach die Verstandesmäßigkeit, die Einsichtigkeit ist in diesem Kurs und ganz besonders in diesen ersten 50 Lektionen. Ja, wirklich ganz, ganz einfach. Es ist nichts anderes als zu sagen, it's the falling in love, okay? Radio 1 sein, der Satellit eines Geistes, darin tanzen wir alle als eine Frequenz, die Frequenz in Gottes Geist. Und ich komme zurück auf diese heutige Lektion, und wo er dir ganz klar sagt, dir Jesus, hey, hab keine Angst, dass du sowohl deine guten Gedanken verwendest wie deine sozusagen schlechten Gedanken. Ja, natürlich, oh, diese Gedanken bedeuten nichts, jetzt gehe ich her und mache eine Inventur und räume mal richtig auf mit all meinen schlechten, sündhaften Gedanken. Ja. Nein, hab keine Angst, auch deine guten Gedanken, deine sogenannten heiligen Gedanken herzunehmen und mit dieser Lektion aufzuräumen. Ja. Weil, siehst du, das ist mit den einen oder anderen Brüdern, danke dir, Eva, haben wir diesen Kontakt, wo wir uns das ein bisschen intensiver ansehen in unserem Zusammenkommen. Ne? Und wo wir immer wieder hinkommen, wo wir uns eigentlich treffen, ist zu sehen, dass es uns nicht möglich ist, uns einander hier zu verstehen. Es ist uns nicht möglich, innerhalb des konzeptuellen Geistes zu verstehen, wie heilig wir sind oder was unsere heiligen Gedanken bedeuten. Ja? Aber was wir zum Ausdruck bringen können miteinander, ist die Einstimmigkeit, dass wir dieselbe Erfahrung teilen. Wir können miteinander übereinstimmen, dass wir wissen und erkannt haben für uns und so für das gesamte Universum, dass unser Geist heilig sind, dass wir heilig sind, dass ich heilig bin. Okay? Das kann ich deklarieren, da kann ich mit dir übereinstimmen, da kannst du mit mir übereinstimmen. Aber wir können nicht wirklich über die Heiligkeit sprechen, nicht wahr? In dem Moment, wo ich hergehe und versuche, die Heiligkeit hier zu beschreiben, in unserer Korrespondenz, in unserer Beziehung, in unserem Miteinander uns denken, bin ich nicht mehr heilig, sondern speziell. Okay? Und es ist nur mein Eingeständnis, dass ich mir selber sage, okay, was ich jetzt versuche, ist eigentlich über das Speziellsein zu sprechen oder zu denken oder mich zu verbinden. Und ein schneller Geist, ein Geist, der das mit ihm macht, der das mit Jesus macht, wird immer sofort diesen Versuch aufgeben und den Gedanken übergeben, sich selbst vergeben. Okay? Und das ist auch das Großartige am erwachten Geist, sage ich mal, am Geist des
Homo Illumine, der jetzt in einem neuen Kontinuum eine neue Denkweise verwendet. Ja. Er hält nicht mehr fest. Die Tendenz ist zwar da, wie ich zuerst gesagt habe, festzuhalten an irgendwelchen Methoden von, okay, lass uns jetzt mal atmen, lass uns jetzt das ausprobieren und diese Diät oder dieses Yoga oder jenes versuchen, damit wir uns verbinden können, sondern sofort zu sehen, nein, wir sind ja bereits verbunden. Wir sind bereits vollkommen ganz und geheilt, so wie Gott uns schuf. Wir sind bereits in der Anerkenntnis dieser Perfektion unseres einen Selbst, im Geist Gottes selbst. Und wir brauchen keine Angst mehr davor haben, individuell gesehen, vollkommen zuzustimmen und anzuerkennen, dass die gesamte Aufhebung aller illusionären Gedanken passiert ist und jetzt passiert. Okay? Ein Ja zu geben. Danke dir, Bruder, danke dir, Jesus, dass du mir hilfst in meiner Akzeptanz der Sühne für mich selbst, denn das ist das Einzige, was ich je gebeten wurde. Okay? Das ist, was dich dieser Kurs bittet. Du brauchst nicht schön oder schlecht lehren oder schön oder schlecht demonstrieren, du kannst sowieso nur das demonstrieren, was du bist. Denn eine Demonstration von etwas, was du glaubst zu sein, wovon Gott aber nichts weiß, demonstriert nichts. Ist auch, verstehst du, ist wirklich nichts zu denken und damit hat es keine Auswirkungen, ist nichts zu sein. Aber zu demonstrieren, die Schöpfung, das, was du als Schöpfung anerkennst in dir selbst, ist das Licht und die Liebe Gottes in deinem Geist zu demonstrieren. Und du kannst es nicht konzeptuell demonstrieren. Du kannst es nicht wirklich, auch wenn wir es noch so versuchen hier, in allen möglichen Formen, auch das hier jetzt, wenn ich es als Zeitsequenz sehen würde, wäre es eine Demonstration davon. Wenn ich die Zeitsequenz kollabieren lasse in die Zeitlosigkeit selbst, dann ist es einfach eine Demonstration meiner selbst. Okay? Und mein Selbst ist ganz, weil der Geist ganz ist und weil Geist nur ganz sein kann. Und damit ist nichts mehr da, was sozusagen nicht Gott ist. Und damit ist auch die Verfolgung der Instruktionen zu dieser Lektion, alles Gute wie alle schlechten Gedanken mit einzubeziehen, absolut kein Problem, weil keine dieser Gedanken wirkliche Gedanken sind oder irgendetwas damit zu tun haben. Und hier sind wir in Unbreakable, weil du in dem Sinne unbrechbar bist. Ja, und wenn wir uns die Idee der Unzerbrechlichkeit ansehen, dann ist das ja nicht aus dem Grund, weil du das für dich in dem Sinne durchboxst, sondern das ist tatsächlich durch deinen Geisteswandel geschieht das. Durch dein alles loslassen und alles als bedeutungslos im menschlichen Geist anerkennen, kommst du tatsächlich zu der vollen Erkenntnis deiner Erfahrung, dass du bist, wie Gott dich schuf. Ja? Und das ist auch wirklich das Großartigste, was du jemals denken konntest. Und von dem Moment an ist der Volk kein Gedanke mehr. Ne? Da ist nichts mehr da, was dich in irgendeiner Weise weder zerbrechlich noch unzerbrechlich machen könnte. Und ich verwende nochmal kurz diese heutige Lektion, weil er auch sagt, dass es ist eine wirklich sehr wichtige Lektion und eine, die sich immer wieder wiederholen wird. Und lass uns mal feststellen noch einmal, dass er ganz klar sagt, dass die guten Gedanken, Anführungszeichen, ja, deine sogenannten guten Gedanken, nur die Schatten dessen sind, was jenseits liegt. Ja? Und Schatten erschweren die Schau, erschweren deine Sicht. Ja? Du hast deine guten Gedanken sozusagen nur gemacht, damit du in einem Schattengebilde deiner selbst verbleiben könntest und nicht wirklich mit dem Auge Gottes, mit seinem Geist sehen könntest, welches unglaubliches Licht du bist. Letztendlich auch nichts anderes als eine Idee des Egos, dein Erkennen von wer du bist, in einer Form zu limitieren, in etwas zu limitieren, woran du dich noch festhalten könntest, was du noch wahrnehmen kannst, was du noch spüren kannst. Okay? Im Himmel wirst du nichts mehr spüren, du bist alles. Ja? Du bist das, was du als Mensch gespürt hast. Ja? Und
das nicht in getrennten Ideen deiner selbst, sondern als eine Lichtfrequenz, als eine Liebe Gottes, als seine Freude selbst. Und die schlechten, Anführungszeichen, Gedanken versperren die Sicht und verunmöglichen dein Sehen. Und er sagt weiter, du magst und du willst keines von beiden. Okay, du willst weder deine schlechten, darüber braucht niemand, jeder wird einstimmen, in deiner ganzen Welt wird er sagen, natürlich will ich nicht meine schlechten Gedanken, aber das ist genau der Punkt. Der menschliche Zustand ist ja, dass er das will. Er will seine schlechten Gedanken. Er verteidigt ja sich selbst und macht alles, damit er seine schlechten Gedanken weiterhin haben kann, weiterhin verwenden kann, weiterhin wertschätzen kann. Ja? Und schlechte Gedanken sind, in Anführungszeichen schlecht, ja? Nicht als Urteil schlecht, sondern als Gedanken, die nichts anderes repräsentieren als eine Idee des Todes. Und deswegen ist auch unser neues Zusammenkommen im neuen Kontinuum die klare Erkenntnis, was wir wirklich teilen, Bruder, ist, es gibt keinen Tod, der Sohn Gottes ist frei. Ja? Und diese Akzeptanz der Wahrheit, dass es keinen Tod gibt, schließt jede Möglichkeit aus, dass wir uns in einem Resultat, in einer Auswirkung von begrenztem Denken, von sogenannten guten und sogenannten schlechten Gedanken uns jemals treffen könnten oder uns jemals verstehen könnten, uns jemals selbst erkennen könnten. Wir können uns wirklich nur als das erkennen, wie Gott uns schuf, als der reine Gedanke selbst. Und das bedarf absolut genau diese Anwendung der Lektion des Tages. Und ich möchte kurz auch hergehen und mit dir was sagt Jesus, wenn ich dieses Büchlein verwende, dieses 20-Minuten-Büchlein, ich werde von der Liebe Gottes erhalten, über diese ersten 4 Lektionen. Und die erste Lektion, der Titel war ja die Idee, ist nichts, was ich sehe, bedeutet etwas. Ja? Nothing I see means anything. Nada de lo que veo significa nada. Wenn ich diese Lektion hernehme und jetzt für mich absolut akzeptiere, weißt du was? Da brauche ich keine andere Lektion. Da brauche ich nichts mehr. Die Akzeptanz von nichts, was ich sehe, bedeutet etwas, zeigt ja sofortig auf, dass alles nichts ist. Ne? Gib mir sofort den vollen Download, dass was immer ich sehe oder gesehen habe vor langer, langer Zeit, 13,7 Milliarden Jahre, ne, das Universum, was du da draußen angeblich siehst, was du gesehen hast, und jetzt bewegst du dich zur Quelle, wo du das gemacht hast und willst dann Gott den letzten Schritt machen lassen, dass er dir zeigt, wer du bist in der Zeitlosigkeit, was alles jetzt ist. Ne? Alles, was immer du siehst, ist bedeutungslos. Da brauchst du keine andere Lektion mehr. Da bist du im selben Moment, wirst du sofortig rauskatapultiert aus deiner Idee des Menschseins und deiner menschlichen Wahrnehmung. Und der Grund, dass dies so ist, dass nichts, was ich sehe, irgendetwas bedeutet, liegt darin, dass ich nichts sehe und nichts hat keine Bedeutung. Ich liebe das. Ein Satz gibt dir eigentlich den vollen Download, was dieser Kurs in Wundern in einer unglaublichen Facette von Ausdrucksweisen lehrt. Durch alle Zeit hindurch, für alle Zeit. Bis zu dem Zeitpunkt, in dem du keine Welt mehr denken würdest, dass du sie nach wie vor denkst. Okay? Sie ist überhaupt nicht da, sie gibt sie ja gar nicht. Ja? Und dein Lichtsein, die Liebe Gottes sein, das zu sein, wie Gott dich schuf, ist nichts anderes, als dich zu erinnern, wer du wirklich bist. Und das anzunehmen, wer du immer gewesen bist. Und nicht nur, wer du gewesen bist, bevor Zeit begann und wenn Zeit vorüber ist, sondern zu jedem Zeitpunkt gewesen bist. Auch zu jedem Moment in deiner Zeitsequenz dieser 13,7 Milliarden Jahre bist du das gewesen. Du hast es nur nicht anerkannt für dich und hast geglaubt, dass du Erfolg haben könntest, zu verleugnen, wer du wirklich bist. Ich sage dir, du hast jetzt Erfolg gehabt und hast jetzt Erfolg in deiner Akzeptanz der Sühne für dich selbst, in der Aufhebung all
dieses verleugnenden Gedankengutes und in der Restauration der Identität des Sohn Gottes selbst. Es ist notwendig, dass ich das erfasse. Und Jesus geht her und beschreibt dir in dieser Zusammenfassung, ja, das ist ja dann Lektion 51, in dieser Zusammenfassung dieser ersten Lektionen geht er ganz klar auf die Aktion drauf ein, worauf dieses Übungsbuch von Ein Kurs in Wundern immer wieder abzielt. Es wird immer abzielen auf 3 Punkte. 2 Punkte brauchen deine Kooperation. Der erste Punkt ist, dass du hergehst und identifizierst, wer die Ursache davon ist, was du siehst. Okay? Dass du die Ursache in deinem Geist lokalisierst und nicht außerhalb von dir. Das bedarf deine Kooperation, das bedarf das Annehmen. Okay, hier geht es um mich, es geht um mich, dass ich die Sühne für mich akzeptiere, dass ich die Aufhebung des Homo sapiens Zustandes zulasse, damit mir der Homo illumine, die Wirklichkeit des Homo illumine gezeigt wird. Bedarf es, dass ich zuerst die Ursache und sieh dir doch mal an, was los ist. Ne? Und nicht nur, dass du hergehst und sagst, okay, all diese Katastrophen und Kriege bin ich die Ursache. Nein, du bist auch die Ursache, wenn dir ein Bruder zeigt, ne, und ich bin jetzt okay und ich fühle mich ja so wunderbar und ich brauche weder dich noch die anderen Brüder noch irgendetwas, weil ich jetzt so heilig bin. Ja? All das bist du die Ursache in deinem eigenen Geist. Ja, du bist die verantwortliche Instanz davon. Und es ist ja immer nichts anderes als eine Reflexion eines Glaubenssatzes meiner selbst, über mich selbst in meinem eigenen Geist, was ich da als holographische Projektion angeblich da draußen sehe. Und das Lokalisieren der Ursache in meinem Geist ist deswegen dieser erste und so wichtige Punkt. Der zweite Punkt, der ebenso deine Kooperation bedarf, und diese Punkte werden in der Lektion 23 nochmal ganz genau beschrieben, ist, dass du bereitwillig bist für die Aufhebung, dass du bereitwillig bist, es loszulassen. Und darauf geht er auch in diesen Zusammenfassungen der ersten Lektionen drauf ein. Dass du siehst, okay, ich bin die Ursache davon, das ist nicht mehr, was ich will, das ist nicht mehr, wozu es mir dient und wozu ich jetzt bereit bin, ist es loszulassen, ist neu zu denken, das neue Kontinuum zu denken und so in deinem Denken das neue Kontinuum zu leben. Und der dritte Punkt, wozu es nicht mehr deine Kooperation bedarf, ist der Ersatz selbst, dass dein gesamtes Du selbst ersetzt wirst mit dem als Christus selbst, mit der Schau, der Ersatz durch die Schau. Okay, die Schau wird dir gegeben. Der Ersatz, das wundergesinnte Denken, möchte ich mal sagen, wird dir gegeben, wird für dich installiert. Ja? Das ist so, der Chip wird für dich eingebaut. Okay? Du warst bereitwillig, stillzustehen, zu sagen, okay, hier bin ich, das bin alles ich, das ist mein Geist, das ist meine Welt, das ist mein Universum. Ich beanspruche es sozusagen. Okay? Und ich habe jetzt keinen Nutzen mehr, weil ich erkannt habe, dass alles bedeutungslos ist. Ich bin bereitwillig, es loszulassen. Du bekommst sofort den Lichtchip, simultan, weil du ja sowieso das bist. Ja? Der Lichtchip erlaubt dir jetzt nur, das ist was Schau ist, ja? Die Dinge neu zu sehen. Du beginnst jetzt. Und das ist tatsächlich unsere Erinnerung des neuen Kontinuums. Und das kann immer nur jetzt sein. Das kann nie im nächsten Moment sein. Oder zu sagen, na, das mache ich ja eh schon die letzten 20 Jahre. Das ist deine Beschleunigung deiner Assoziation, die nahe der Lichtgeschwindigkeit war. Und jetzt erreichst du die Lichtgeschwindigkeit. Und und was passiert in dem Moment, wo du die Lichtgeschwindigkeit erreichst, ist, alles steht still. Nichts mehr bewegt sich. Okay, und in deinem Stillstehen siehst du so, wie alles wirklich ist. Du siehst dich selbst und deine Gedanken, wie sie wirklich sind. Und in deinem Stillstehen, du hast keine Möglichkeit mehr, dich selbst zu identifizieren mit der Vergangenheit.
Oh, da werde ich wirklich leidenschaftlich. Ich liebe das zu lernen. Und du fängst sofortig an, das Licht zu sehen in all deinen vergangenen Gedanken. Und das auch nur für einen Moment. Das ist, was wirklich Jesus als im Kurs in Wundern als die glückliche Welt, als die vergebene Welt bezeichnet. Indem du die Liebe und das Licht anfängst zu teilen und zu sehen und für dich anzuerkennen. Aber das ist nur ein winzig, winzig kleiner Moment, weil in deinem Erreichen der Lichtgeschwindigkeit, wo Zeit stillsteht, wird dein Selbst, dein selbstgemachtes Selbst aufgehoben. Du verlierst dich selbst. Der Ich-Gedanke selbst verschwindet. In deinem Verschwinden des Ich-Gedankens, dein Zulassen, dass dieser Ich-Gedanke aufgehoben, dass er verschwinden darf, ja, weil er war ja in Wirklichkeit nie da, wie du weißt. Ja. In dieser Anerkenntnis, in dieser Akzeptanz hast du deine gesamte Wahrnehmung verloren. Okay? Das heißt, auch deine Wahrnehmung, dass du siehst, dass deine Korrespondenz mit deinem Bruder nun zu einer freudvollen, vergebenen Situation, zu einem, sagen wir so, gemeinsamen Ja, lass uns in den heiligen Augenblick eintreten und teilen. Und wir sind freudvoll und wir tanzen und wir singen und lachen. Ja? Dieser Moment, wenn deine Wahrnehmung, das wahrnehmende Ich verloren geht, ja, du wirst zum Gedanken selbst, du wirst zur Freude selbst. Es ist gar nicht anders möglich. Es ist unvermeidlich. Das ist, wo Gott den letzten Schritt macht. Ja? Deine vollkommene Befreiung ist, du bist er selbst. Du bist, was Gott ist. Ja? Aber du kannst es nicht sein mit einem menschlichen Geist hier, der nach wie vor Krieg und Elend in der Welt sieht. Das ist die Bedeutungslosigkeit. Ja? Und das ist der einzige Grund, warum ich dir hier so leidenschaftlich diese ersten Lektionen mit dir teile und dich als mich selbst motiviere, da einen wirklich guten Blick hinzuwerfen. Ja? Was er sagt in der Zusammenfassung ist, was ich jetzt zu sehen glaube, ja, im menschlichen Zustand, nimmt den Platz der wahren Sicht ein. Ich muss es, hier ist das Wort, loslassen. Ich muss es loslassen, indem ich einsehe, dass es keine Bedeutung hat. Dass es keine Bedeutung hat, damit die wahre Sicht an seine Stelle treten kann. Okay, Ersatz, das ist das Replacement, der Ersatz. Ja, die wahre Sicht, Vision. Ja. Ich habe allem, was ich sehe, die gesamte Bedeutung gegeben, die es für mich hat. Lektion 2, nicht wahr? Ich habe alles, was ich betrachte, beurteilt. Okay, hier ist das Wort. Alles kommt aus deiner Beurteilung heraus. Woher kommt deine Beurteilung? Aus Referenzen aus der Vergangenheit. Wie wertvoll ist deine Vergangenheit jetzt in deinem Eintreten in dieses neues Denkweil? Du kannst nur sagen, ich bin froh, dass es vorbei ist, nicht wahr? Weil es vorbei ist. Und das ist es und nur das, was ich sehe. Ich habe alles, was ich betrachte, beurteilt. Und das ist es und nur das, was ich sehe. Was du siehst in vergänglicher, in veränderbarer Wahrnehmung, als Mensch, das, was kommt und geht, okay, was keine Konstanz hat, keine Beständigkeit hat, was sich ständig verändert in der Formassoziation, ist nichts anderes als eine Reflexion deines beurteilenden Geistes aus der Vergangenheit. Das ist keine wahre Sicht, es ist lediglich eine Illusion der Wirklichkeit, weil ich meine Urteile völlig getrennt von der Wirklichkeit getroffen habe. Völlig getrennt. Und ich bin bereit, und wieder eine Betonung darauf, ich bin bereit, die mangelnde Gültigkeit meiner Urteile anzuerkennen. Bruder, die mangelnde Gültigkeit, die Wertlosigkeit mit anderen Worten, einzugestehen, nein, es hat nicht diesen Wert, dem ich diesen Ideen und Dingen 10.000 Jahre lang Wert gegeben habe. Ja, das Speziellsein und die Aufrechterhaltung einer speziellen Korrespondenz zwischen uns beiden. Ja, die mangelnde Gültigkeit meiner Urteile erkenne ich jetzt an, weil ich sehen will, weil ich das Licht sehen will, weil ich dich sehen will als mein eigenes Licht, als mein ganzes, geheiltes, perfektes Selbst. Meine Urteile haben mich verletzt und ich will nicht dementsprechend sehen. Okay, was verstehe ich nun von mir selbst? Ich verstehe nichts, was ich sehe.
Okay? Ich kann alles von mir selbst verstehen, aber das, was ich sehe mit meinen Augen, das ist, was ich verstehe als nichts. Ne? Kannst du auch so sagen. Wie könnte ich verstehen, was ich sehe, wenn ich es falsch beurteilt habe? Was ich sehe, ist die Projektion meiner eigenen Fehler im Denken. Okay, das haben wir ausführlich bereits behandelt und besprochen. Das Gute oder die schlechten Gedanken sind eins oder das andere. Du könntest sagen, ein Fehler, ein Glitch, ein kleiner Glitch, ein Glitch ist sozusagen ein Gedanke, der daneben gelegen ist. Ja? Ein Gedanke, der nicht vollkommen ausgerichtet war. Ja? Im Denken. Ich verstehe nicht, was ich sehe, weil es unverständlich ist. Wunderbar, Wappo. Es ist sinnlos zu versuchen, es zu verstehen. Aber ich habe allen Grund, es loszulassen. Wieder, ich habe allen Grund, es loszulassen. Und für das Raum zu schaffen, was gesehen und verstanden und geliebt werden kann. Okay, du schaffst Raum für den Ersatz. Ich kann das, was ich jetzt sehe, dagegen eintauschen, wenn ich nur gewillt bin, es zu tun. Ist das keine bessere Wahl als die, die ich zuvor getroffen habe? Und diese Gedanken haben keinerlei Bedeutung. Unsere heutige Lektion 4, die Gedanken, deren ich gewahr bin, haben keinerlei Bedeutung, weil ich ohne Gott zu denken versuche. Okay, er sagt versuche. Ja? Ich hoffe, du stimmst mit mir jetzt ein, dass wir diesen Versuch jetzt aufgeben, loslassen. Okay? Was ich Anführungszeichen meine Gedanken nenne, sind nicht meine wirklichen Gedanken. Meine wirklichen Gedanken sind die Gedanken, die ich mit Gott denke. Okay, so, hier ist die Anwendung, Bruder. Wir üben diese Lektionen, wir wenden sie an. Denke jetzt mit Gott als Gott. Denke deine Gedanken mit Gott. Hier ist die Frage, letzte Frage. Wo ist eine Welt? Wenn du mit Gott denkst, okay, wo bist du als Teil einer Welt? Wo bist du lokalisiert in Raum-Zeit? Wo ist da ein Universum irgendwo in einer Form da draußen? Wo sind da 13,7 Milliarden Jahre? Siehst du das Großartige dieser Selbsterkenntnis? Da ist nichts da. Da ist keine Welt. Da bist du nicht mehr da. Denke mit Gott, ja. Ich bin ihrer nicht gewahr, weil ich meine eigenen Gedanken gemacht habe, damit sie deren Platz einnehmen. Ich bin willens anzuerkennen, dass meine Gedanken nichts bedeuten und sie loszulassen, wieder loslassen. Ich beschließe, sie durch das ersetzen zu lassen, was sie ersetzen sollten. Meine Gedanken sind bedeutungslos. Die gesamte Schöpfung hingegen, die gesamte Schöpfung liegt in den Gedanken, die ich mit Gott denke. Lass uns einen Gedanken mit Gott denken und als letzte Ausrichtung nehmen wir eine Frequenz, eine musikalische Frequenz her, die uns nach Hause bringt und wo du in einem Moment auch keinen Ton mehr hören wirst. Ja, aber es ist ein wunderbares Medium, die Töne der Musik, dieser Frequenz, um dich hinführen zu lassen, mit Gott zu denken. Radio 1, ein Satellit deines Geistes. Ja, ich liebe dich so sehr. Ja, danke dir, Bruder. Ich denke, von dieser Wiederholung dieser ersten 4 Lektionen abgesehen geht es uns ja wirklich großartig, nicht? Und danke, Jesus, für diese ersten 4 Lektionen. Die bringen mich absolut nach Hause heute und jetzt. Ne? Es ist wirklich großartig zu sehen, dass alles, was ich hier gesehen habe als Mensch in dem menschlichen Zustand, ist wirklich nichts anderes als bedeutungslos. Ne? Ist nicht gut, nicht schlecht, ist nichts. Ne? Bedeutungslos ist, was nichts ist. Ne? Wir haben die Wiederholung in den ersten 50 Lektionen hergenommen. Ja, und glaube bloß nicht, dass es damit abgetan ist. Da hat Jesus noch einiges auf Lager selbst in der ersten Idee, nichts, was ich sehe, bedeutet etwas. Wir werden diese Idee wiederfinden in den Lektionen 7, 8 und 9. Ja, ich sehe nur die Vergangenheit und mein Geist ist nur mit vergangenen Gedanken beschäftigt und ich sehe nichts, wie es jetzt ist.
Und wir werden es auch wiederfinden in der Lektion 25. Ne? Ich weiß nicht, wozu irgendetwas dient. Ja? Und dann natürlich auch in 29. Ne? Gott ist in allem, was ich sehe. Ne? Und so auch die anderen Ideen. Ne? Wir hatten gestern, ich verstehe nichts, was ich sehe. Ne? Auch wieder, du findest 24, 25, du findest all diese Ideen wieder in den verschiedenen anderen Lektionen dieser ersten, vor allem dieser ersten 50 Lektionen. Und wird immer darauf hinweisen, auf diesen Reversal of Thought, diese Umkehrung des Denkens. Ja. Danke dir, ich liebe dich. Ja, diese Projektion, was ich sehe, ja, was wir wirklich teilen ist, okay, bedeutungslos. Hier, Vater, danke. Ja, deine Liebe. Heaven cannot wait. Danke dir, danke. Das war's für heute. Vielen Dank für dein Dabeisein. Wunderbar. Ich hoffe, es hat dir beim Erinnern geholfen. Ich freue mich total über Kommentare, wie du es verstanden hast, oder ein simples Herzchen. Und vielen Dank natürlich für deine Wertschätzung. Und wenn du magst, wenn du meine Arbeit wertschätzen, sozusagen unterstützen möchtest, in der Beschreibung findest du den Link, wo du deine Wertschätzung zum Ausdruck bringen kannst. Klick einfach auf den Link drauf und wähle dann aus, welche und wie viel deine Unterstützung dieser Arbeit als Mitgliedsbeitrag sein soll und wie lange du das gerne machen möchtest. 5, 10, 20 Euros, wähle, wie es für dich stimmt. Du kannst es auch jederzeit natürlich verändern. Und danke an alle, die es schon tun. Und wenn du siehst, dass du geführt bist, lade noch jemanden ein. Du findest das gesamte Programm, wie auch viele andere Podcasts, auf meiner Webseite devavan.com, auf meinem YouTube-Kanal und auf Spreaker im Kanal Die Stimme des Himmels in den verschiedenen Playlists. Und natürlich freue ich mich ganz besonders, wenn du ganz einfach so zu unserem nächsten gemeinsamen Verbinden mit diesem Angebot von Christus Jesus wieder mit dabei bist. Ja, Gottes Segen für dich und uns alle. Bis dann.